Wenn der Privatkonsum von Cannabis demnächst legal ist, dann wird quasi über Nacht ein riesengroßer neuer Markt geöffnet. Denn bislang wird in Deutschland die Droge ja ausschließlich für den medizinischen Gebrauch produziert. Wenn dann ganz offiziell der private Markt dazukommt, steigt die Nachfrage natürlich enorm an. Und genau darauf stellen sich die Cannabis-Produzenten jetzt schon ein, denn mit der Freigabe könnte das ganz große Geschäft kommen. Mitten in Deutschland. Cannabis, soweit das Auge reicht. Tausende Pflanzen, dicht an dicht. Das riecht typischerweise nach Cannabis. Auf Deutschlands größter Plantage wächst die Pflanze bislang nur für den medizinischen Gebrauch. Über 1000 Quadratmeter Anbaufläche in einem ehemaligen Schlachthof im sächsischen Ebersbach. Und hier wird kiloweise Cannabis gelagert, in einem ehemaligen NATO-Bunker im bayerischen Leipheim. Willkommen in Deutschlands sichersten Cannabislager. In Leipheim und Ebersbach und in einer Handvoll anderer Orte probt Deutschland den legalen Umgang mit der Droge. Die Plantage der Firma Demican gleicht einem Hochsicherheitstrakt. Ohne Genehmigung darf das umstrittene Kraut nicht raus und nichts Schädliches rein. Auch unsere Kamera wird desinfiziert. Höchste Hygienestandards, um das Cannabis nicht zu verunreinigen. Wir passen schon von vornherein beim Anbau sehr gut auf, dass hier keine Schadorganismen reinkommen, keine Blattläuse, keine Milben, die dann die Pflanzen schädigen würden. Und da wir die ja mitbringen könnten, müssen wir eben hier Schutzanzüge tragen, uns die Hände desinfizieren und auch Masken und Haarnetze. In der Pflanze schlummert ein wahrer Wirkstoffcocktail. Die bekanntesten, die Cannabinoide CBD und THC. Entscheidend ist der THC-Gehalt. Er macht die Pflanze zum Rauschgift, kann Psychosen auslösen, abhängig machen, aber als Medikament auch Schmerzen lindern. Damit die Pflanzen hier den gleichen Wirkungsgrad haben, werden sie geklont. All diese Pflanzen hier sind am Ende früher mal aus einem Samen entstanden und die erhalten wir halt für ganz lange Zeit und idealerweise für immer. Auch das Wachstum wird streng überwacht. Spezielles gelbes Licht simuliert die Sonne. Mehr als 80.000 Patienten erhalten Cannabis auf Rezept, zum Beispiel bei Tumoren, Multipler Sklerose oder Spastiken. Wenn nichts anderes mehr gegen Schmerzen hilft. Cannabis als Freizeitdroge aber gibt es nur auf dem Schwarzmarkt und mit großen Risiken, so Adrian Fischer. Was klar ist, ist, dass ein unkontrollierter Markt, den wir jetzt haben, der Schwarzmarkt ist ja ein unkontrollierter Markt, nicht dazu führt, dass dabei eine überprüfbare Qualität ist. Und wir wissen auch, dass dem Cannabis andere Substanzen zugesetzt werden, zum Beispiel synthetische Cannabinoide. Und das ist durchaus gefährlich. Und natürlich ist es auch so, wenn jemand das im Freizeitgebrauch konsumieren will und nicht weiß, wie stark die Pflanze wirkt, natürlich da ganz böse Überraschungen erleben kann, wenn dann auf einmal eine dabei ist, die dann besonders stark ist. Die gleichen hohen Standards wie beim Arzneimittel sollen auch gelten, wenn die Droge für alle Erwachsenen freigegeben wird. Mit Cannabis von streng kontrollierten deutschen Plantagen, quasi mit Gütesiegel Made in Germany. Schon jetzt ist der Bedarf an legalem Cannabis so hoch, dass er nur mit deutscher Ware nicht gedeckt werden kann. Die Firma Canify in Leipheim kauft deshalb auch Ware aus Portugal und Kanada und lagert sie hier in diesem alten Bunker. Dieses Gebäude erfüllt die Auflagen der Behörden fast von selbst. Ein wirklich bombensicherer Aufbewahrungsort. Wir haben hier in diesem NATO-Bunker 1,5 Meter Wandstärke. Wir haben ein Tor, was 8 Bar Druck aushält. Zusätzlich zu dem Tor haben wir ein Panzerstahltor, was davor fährt, was über 30 Tonnen wiegt. Und drinnen haben wir dann sozusagen die dritte Schutzbarriere in Form eines weiteren Tores. Bislang hat noch keiner versucht, hier einzudringen. Der Weg zum Lagerraum. Es geht tief ins Innere des Bunkers. Immer neue Türen, hinter denen die Ware wie ein Goldschatz gesichert wird. Jetzt gehen wir ins Depot rein. Das ist schon die erste Bunkertür, die wir überwinden müssen. Dann haben wir 1,5 Meter Wandstärke für den Bunkerbereich. Und jetzt kommen wir ins Herzstück unseres Lagers.
Hier liegt das grüne Gold in Plastikkisten verpackt. Hier lagern im Moment etwa noch 500 Kilogramm. Wir haben in diesem Jahr ungefähr 1 Tonne Cannabis verarbeitet. Und die 1 Tonne Cannabis hat etwa einen Warenwert von 13 Millionen Euro, wenn man den Warenwert bezieht auf den Verkaufspreis in der Apotheke. Bis zu 2 Tonnen können hier gelagert werden. Platz also für noch viel mehr, wenn die Droge für den Freizeitmarkt freigegeben werden sollte. Aber so weit ist es noch nicht. Die Mitarbeiter im Bunker in Leipheim wiegen das Cannabis aufs Gramm genau ab, füllen es in Gläser und etikettieren es. Noch wird es nur an schwerst kranke Menschen verkauft. In der Apotheke kostet das Gramm um die 11 Euro. Ja, so eine 15-Gramm-Dose liegt bei 180 bis 240 Euro je nach Produkt im Apotheken-Endverkaufspreis. Wenn die Freigabe für den persönlichen Konsum kommt, wird der Bedarf um ein Vielfaches ansteigen, die Umsätze in die Milliarden gehen.